Mein Name ist Jonas Fiskes, ich bin Projektmanager bei Daedalic Entertainment und betreue da das Projekt Memoria, die Fortsetzung zu Satinavs Ketten. Ich bin Kevin Menz und ich bin leitender Game Designer und Autor von Memoria. Mein Name ist Tim Haneberg und ich habe im Game Design Prozess mitgewirkt. Ich heiße Caroline Simon, ich bin 27 und ich habe die Grafik geleitet, und zwar alles, was so 3D betraf. Mein Name ist Manuel Vormwald und ich habe den 2D-Part geleitet. Mein Name ist Sascha Dreger und ich spiele hier den Geron oder spreche ihn. Ich heiße Yoshi und ich habe Fahir gesprochen, einen Reisenden. Also, bist du bereit? Ich bin bereit. Was mir sehr wichtig war am Anfang und auch immer noch ist, bei der Entwicklung der Rätsel, dass das Spiel hat 8 Kapitel. Und jedes Kapitel sollte so ein bisschen eigen sein, was die Rätsel angeht. Ich wollte nicht, dass man immer von einer Rätselsituation in die nächste kommt und es immer das Gleiche ist. Insofern hat jedes Kapitel so einen eigenen Zugang dazu. Also in einem Kapitel muss man viel Magie benutzen. In einem anderen Kapitel ist es sehr klassisch, man muss viel mit Leuten reden, Gegenstände finden und miteinander kombinieren. In einem dritten gibt es fast gar keine Gegenstände, dafür wird halt das ganze Rätsel über andere Arten gelöst. Ein Kapitel ist ein sehr komplexes, umfangreiches Dialogrätsel, wo man von Location zu Location gehen muss und so mehrere Leute manipulieren muss, indem man verschiedene Informationen steckt, wo dann quasi die Informationen ein bisschen zu Inventargegenständen werden. Und so wollte ich es eben abwechslungsreich halten. Ich wollte, dass es ein riesiges Spektrum, dass man sehen kann, was kann man in dieser Art von Spielen alles machen. Man muss nicht immer die gleiche Art von Rätseln haben. Gleichzeitig war es auch sehr wichtig, dass die Rätsel und die Geschichte gut zusammengehen. Und ich hatte Situationen in der Geschichte, die mit so klassischen Rätseln nicht so sehr rübergebracht werden konnten. Und dann mussten wir Wege finden, wie man das in ein Rätsel umwandeln kann. Das Besondere an Satinavs Ketten, was die Rätsel betrifft, war ja, dass wir einen Zauber hatten. Wir konnten Dinge zerstören und im Verlauf des Spiels haben wir dann noch einen weiteren Zauber gelernt, mit dem wir Dinge reparieren konnten. Das waren die beiden magischen Fähigkeiten, die Geron hatte. Es gibt aber noch mehr Zauber, und zwar unsere andere Protagonistin, Satya, hat einen magischen Stab dabei, der im Laufe der Geschichte immer mehr Zauber enthüllt, die er beherrscht und die dann der Spieler auch ausführen kann. Man benutzt die Zauber genauso wie im ersten Teil. Man hat im Interface unten am Rand des Bildschirms so einen Zauberbutton, auf den kann man klicken und dann kann man auf den Screen irgendwo klicken und sagen, da möchte ich jetzt was verzaubern. Aber mit was ich sie benutzen kann, ist natürlich sehr unterschiedlich. Also es gibt einen Zauber, den kann ich nur auf Gegenstände, die ich im Inventar, die ich mit mir rumtrage, benutzen. Es gibt einen Zauber, den kann ich nur auf Pflanzen benutzen. Und einen, den kann ich nur auf magische Objekte benutzen. Insofern sind es dann schon unterschiedliche Zauber, auch wenn die spielerisch, also sehr ähnlich funktionieren, ist die Konsequenz daraus eine andere. Und die Arten, wie ich Einfluss nehmen kann auf meine Umgebung und auch auf Menschen in meiner Umgebung, unterscheidet sich halt sehr stark voneinander. Mein größtes Projekt war das Labyrinth. Es fing damit an, mach mal irgendein Labyrinth. Gut, dann habe ich damit angefangen. Beachte nichts, innerhalb von kürzester Zeit waren die Leute da durch. Also es hat sich niemand verirrt. Dann habe ich das komplett weggeschmissen, nochmal neu gemacht und das hat auch nicht funktioniert, weil die Leute da zu schnell durchkamen und dann irgendwann, wo man dachte, das klappt einfach nicht, man wusste nicht, was man tun soll. Man saß da und ja, kam plötzlich diese Idee, was macht eigentlich ein Labyrinth? Und ein Labyrinth macht eben halt, wenn man falsch läuft, läuft man im Kreis. Und wenn man richtig läuft, kommt man zu seinem Ziel. Und das haben wir jetzt dann eingebaut, wenn man irgendwo falsch abbiegt, dann läuft man immer im Kreis, bis man diesen Punkt wiederfindet, wo man zum ursprünglichen Ort zurückfindet. Ich würde sagen, wir haben es vielleicht auch besser als in Teil 1 hinbekommen, dass die Rätsel kontinuierlich ein Stückchen schwerer und komplexer werden. Also wir fangen relativ einfach an. Am Anfang hat Satya eben auch nur einen einzigen Zauber. Sie kann magische Objekte aktivieren oder deaktivieren.
Und im Laufe der Zeit bekommt sie halt immer mehr Zauber dazu und dadurch steigert sich natürlich auch die Vielfalt an Rätseln. Und wir haben natürlich auch weiterhin klassische Inventarrätsel und Kombinationsrätsel. Und ich glaube, das ist einfach sehr abwechslungsreich. Es ist vielleicht nicht unbedingt schwerer oder einfacher als andere Spiele, aber es ist vielleicht ein bisschen abwechslungsreicher. Es gibt schon einige schwere Rätsel in dem Spiel. Dafür haben wir jetzt ein Hilfesystem mit drin, dass man, wenn man nicht weiterkommt, drauf klicken kann und man erfährt nicht die Lösung, aber man kriegt so einen kleinen Schubs in die richtige Richtung. Also es gibt Tester, die haben es gespielt und die haben gesagt, wie soll man da jemals drauf kommen? Und jemand anders hat es gespielt und er hat es sofort gelöst, bevor er überhaupt wusste, dass es ein Problem war. Er hat einfach gedacht, jetzt mache ich das einfach, das macht Sinn. Und sofort war das Rätsel gelöst. Das ist so unterschiedlich, wie Leute denken, wie sie an Probleme herangehen und wie sie versuchen, die zu lösen. Dass es wirklich schwer ist. Und deswegen war es mir doch wichtig, so ein größeres Spektrum an verschiedenen Rätseln reinzubringen. Dass viele Leute einfach, dass jeder sich was rauspicken kann. Und da bin ich auch am neugierigsten dann drauf, wie das am Ende ankommen wird. Also wer welche Art von Rätsel mehr mögen wird. Auch die Story ist halt hat sehr viele Interpretationen, also hat sehr viel Raum für Interpretation und was daraus dann gemacht wird, ist natürlich spannend, wo wer quasi einhakt und für sich was rausholen kann, im besten Falle, und wo jemand damit gar nichts anfangen kann, aber hoffentlich woanders sagt, bestes Rätsel im Spiel, bester Story-Twist. Ich glaube, wir haben ganz gute Chancen, als zweiter Teil anerkannt zu werden, weil wir uns auch trauen, vieles anders zu machen. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die man vielleicht auch aus der Filmlandschaft irgendwie kennt. Wenn Filme einfach nur ein Aufguss des ersten Teils sind, dann finden sie in der Regel nicht viel Beachtung. Und wir haben eben die Stärken, die wir in Satinavs Ketten zweifelsohne hatten, zum Beispiel die sehr, sehr schönen Grafiken oder die tolle Geschichte, zum Teil auch noch ausgebaut. Wir haben ein bisschen mehr Screens, wir haben eine etwas komplexere Geschichte, aber auf der anderen Seite beleuchten wir ganz andere Thematiken der DSA-Welt und geben dem Spiel auch eine ganz andere Stimmung. Also Satinavs Ketten war sehr, sehr melancholisch, diese Geschichte wird jetzt ein bisschen epischer, ein bisschen größer und ich glaube, so können wir sowohl Fans des ersten Teils ansprechen, als auch eben neue DSA-interessierte Spieler.